Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dennerle Kochstudios. Ich bin der Volker und heute werden wir zusammen ein 10 Liter Nanocube einrichten. Ihr habt ja in den letzten Videos öfters mal in die Kommentare geschrieben, ihr hättet auch gerne mal ein 10er Aquarium und das machen wir jetzt heute zusammen. Und zwar habe ich mir wirklich ein komplett einfaches Layout überlegt, was auch in der Pflege einfach ist, aber auch wieder ein bisschen komplizierter, aber darauf gehen wir später ein. Und zwar habe ich da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt hier so mir eine kleine Landschaft gebaut. Das habe ich mit Mini-Landschaft und ein paar schöne Wurzelstückchen. Hierbei ist es wichtig, wenn ihr gerade bei so einem kleinen Aquarium, dass ihr Wurzeln entweder gut auskocht, entweder gut wässert oder wie hier in meinem Fall, das sind Wurzeln, die schon mal im Aquarium drin waren. Die sind natürlich perfekt. Da ist nichts mehr drin, da kommt keine Schlanze mehr raus, da kommen keine Bakterienrasen oder so schleimiges Zeug raus. Das ist einfach perfekt. Warum? Gerade bei so einem kleinen Aquarium, wir haben nicht viel Wasser. Und wenn dann die Biologie nochmal zusätzlich belastet wird mit so einem Bakterienrasen oder mit so Wurzelsaft, der da raustritt, das ist nicht gut. Das macht die Einlaufphase dann deutlich schwerer. Für das heutige Layout verwenden wir nur Aufsitzerpflanzen und ich werde auch kein Moos verwenden, weil Moos hier in so einem kleinen Aquarium mit Trimmen und so ist immer ein bisschen kompliziert. Dafür nehmen wir Aegacrophylla, das sind die Mooskugeln, die ihr so kennt. Die kann man auch anders verwenden. Die müssen nicht kugelig sein, die kann man auch schön anders verwenden, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Als Bodengrund verwende ich nur, in Anführungszeichen, nur unseren Dekosand. Das ist der Mekong. Das ist so ein schöner bernsteinfarbener Sand. Bodensubstrat brauchen wir heute nicht. Warum? Wie schon gesagt, wir haben nur Aufsitzer und in den Boden kommen keine Pflanzen. Gut, fangen wir mal an. Wie schon gesagt, hier einfach den Sand rein. Den natürlich auch gerne nach hinten ein bisschen ansteigend befüllen. Auch in so einem kleinen Aquarium kann man ein bisschen Tiefe erzielen. Und dann die kleinen Details, die machen wir später hier noch mit unserem Rio Zingo. Das Layout habe ich soweit vorbereitet. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe jetzt hier so 2 Mini-Landschaftssteine und wie gesagt ein paar ältere Wurzeln. Und die habe ich ein bisschen schön so über die Steine geklebt. Wenn euch das interessiert, wie man Steine, Wurzel oder Hardscape allgemein klebt, guckt euch das Teil 1 von unserem Twinity-Projekt an. Da erkläre ich das alles nochmal genauer. Und alle Klebestellen werden dann später einfach ein bisschen gecovert. Und ich habe das so gemacht, es sollte passen. Es passt perfekt, weil unser Eckfilter ist gecovert. Unser Nanoheizer passt auch noch hinten dran. Somit haben wir keine störende Technik dann im Aquarium. Als nächstes, bevor ich jetzt noch die Pflanzen aufbringe, nehmen wir noch ein bisschen von unserem Rio Zingo. Da streuen wir auch so ein paar kleine Details ab, weil wenn man das macht, sehen eure Aquarien natürlich auch immer schön natürlich aus. Gerade in Kombination mit dem Sand und den grauen Steinen, also den grauen Mini-Landschaftsstein, und dem bernsteinfarbenen Sand ist das ein schöner Kontrast. So schnell hat man in einem 10er Cube ein Hardscape gebaut. Bevor wir mit der Bepflanzung beginnen, müssen wir auch hier, wie in allen großen Aquarien, alles erstmal gut nass sprühen. Das mache ich deshalb, damit die Pflanzenwurzeln nicht so schnell austrocknen. Ich habe hier einmal Anubias Nana Bonsai. Auch schöne Pflanze. Dann habe ich als Kontrast zu der Nana Bonsai eine bisschen größere. Da habe ich die normale Nana. Und einmal Bucephalandra Mini Red und wie schon gesagt die Mooskugeln. Aber die werden wir nicht so verwenden, das zeige ich euch jetzt als allererstes, wie wir die verwenden. Ihr geht jetzt einfach hin, bricht die Kugeln so ein bisschen auf. Das müsst ihr vorsichtig machen und währenddessen ihr sie aufbricht, so ein bisschen drehen. Dann habt ihr so eine schöne große Fläche und diese Fläche schneidet ihr und die könnt ihr jetzt einfach zu dem gewünschten Ergebnis modellieren, das ihr gerne hättet. Ich hätte jetzt zum Beispiel diesen Ball gerne hier und lege ihn einfach mal hin und gucke, ob das auch mir so gefällt, das Ergebnis. Ich finde es schön. Zum Kleben verwende ich wie auch in jedem Video einen Gelkleber. Den einfach so großflächig hier auf die Aegacrophylla
verteilen und das Ganze einfach zack hier drauf, klein wenig andrücken und schon ist die Pflanze fest. Die Bucephalantras, die stecke ich einfach so rein und auch hier gucke ich immer, dass ich so ein bisschen kombiniere, auch gerne jetzt gerade wenn ihr jetzt so verschiedene Blattstrukturen habt, wie jetzt hier zum Beispiel bei der Bonsai, bei der Anubias nana Bonsai und hier der Mini Red, auch mit den Farben, die wird eher rot und kriegt eher so ein bisschen länglichere Blätter und die Blätter der Nana werden hier noch deutlich kleiner. Das ist die Emerse-Form. In Submers werden sie noch ein bisschen kleiner. Die Bepflanzung ist jetzt fertig. Ihr seht, es ist echt nicht kompliziert. Mit ein paar schönen kleinen Aufsitzerpflanzen, ein bisschen Moos oder hier zum Beispiel Egagrophylla, ein schönes kleines Biotop zu zaubern. Bei der Pflege solltet ihr aber mehrere Sachen beachten. Ihr habt hier ein extrem kleines Aquarium. Das heißt, wenn jetzt hier Nährstoffüberschuss stattfinden sollte oder irgendwas schief geht, ist es hier schlimmer wie in einem großen Aquarium. Allerdings, die Pflanzen hier verzeihen euch auch einige Fehler. Wie pflegt ihr dieses Aquarium? Hier würde ich empfehlen, jede Woche mindestens 50% Wasserwechsel, düngen wirklich eher sporadisch. Ich schließe jetzt auf jeden Fall hier nochmal unsere Bio-CO2-Anlage an, also unser Carbo Bio-Style 120, damit die Pflanzen schon mal eine Grundversorgung haben. Regelmäßig düngen. Für das Aquarium ist unser All-in-One perfekt gedacht, allerdings hier wirklich nur ein Viertel der Dosierung. Wöchentlichen Wasserwechsel mindestens 50%. Tierbesatz, ich würde jetzt hier ein paar kleine Geweihrenschnecken reinsetzen und ein paar kleine Garnelchen und schon habt ihr ein schönes kleines Biotop, was perfekt auf eurem Schreibtisch oder wirklich so ein kleines Aquarium passt ja wirklich in jedes Eck rein. Für mehr Informationen über dieses Aquarium, welche Pflanzen verwendet welche Dekoration, wie wird es gepflegt, was für einen Dünger verwende ich, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht, mit euch zusammen so ein kleines, schönes Biotop zu zaubern. Wenn ihr für mich noch Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, euer Volker. Bis dann, ciao.